3 wunderschöne Frauen, ja. Sie helfen hier auf der Messe aus. Ich habe sie mal zusammengetrommelt. Und ich darf dich mal kurz fragen, dein Name? Michelle Fied. Was ist deine Aufgabe? Was machst du hier? Du bist wahrscheinlich Verkäuferin. Verkäuferin? Genau. Wenn du mal reingekommen bist, wenn du reingehst, das sieht aus wie ein Luxushotel so ein bisschen drin, oder? Stimmt, kleine Wohnung. So. Und du, wie ist dein Name? Natalia? Und du kommst aus Polen? Ja, ja. Das ist so. Du wohnst in Polen? Ein bisschen, ja, in Berlin und in Polen, so. Ziemlich cool, ja. Ja, und du bist Simone. Ja, mich kennen wir jetzt, oder? Sehr schön und viel, viel wichtiger. Vielen Dank euch beiden erstmal. Genau fürs Startbild. Peter Fischer, Nothelfer, du kommst aus einem ganz besonderen Ort mit einem der höchsten Türme der Welt für Fahrstühle. Genau, von Rottweil. Rottweil, ja. Der Turm ist 243 Meter hoch. Das ist so, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich habe den Peter kennengelernt. Er ist einer der absoluten, ich sag mal, Enthusiasten im Bereich Automobil, denn die Automobilhändler mussten viel leiden, sie kriegen nichts mit allem drum und dran. Du bist relativ frühzeitig auf Caravan umgestiegen und verkaufst das Affinity wie bescheuert, oder? Ja, läuft richtig gut. Es macht auch richtig Spaß. Produkt ist auch gut, oder? Ja, sehr gut. Ja, es passt alles. Was würdest du sagen, ja? Ist einfach, bei Affinity sind die Grundrisse, das ist die Qualität und das ist die Zusammenarbeit mit dem ganzen Affinity-Team. Das macht es aus. Also ich habe ja ein Werk gefilmt, du hast das Video gesehen, wie aufwendig die oben die Schränke allein machen. Wahnsinn. Allein die Schreinerei ist einfach klasse. Was ziemlich cool ist hier, Simone, normalerweise hast du einen Kastenwagen, oft klappert es, muss man sagen. Bei Affinity ganz wenig, also du hast ein ganz ruhiges Auto, meistens klappert das Geschirr, oder? Ja, wenn überhaupt. Man muss halt das Geschirr auch richtig lagern. Ja, und dann klappert eigentlich in dem Auto gar nichts. Peter, ich werde dich gleich mal brauchen. Wir haben ja unseren Affinity, den alten, verkauft. Ja, der muss aufgelastet werden. Das ist kein Problem, wenn man das richtige Chassis bestellt. Ja. Maxi-Chassis, jetzt haben wir hier ein MAN. Klär mich mal auf. Wir gehen mal kurz drum rum. Das ist ein besonderes Fahrzeug, weil du hast jetzt Service europaweit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und du hast ein richtiges Männerauto. MAN, guck mal, hier ist ein Löwe drauf. Ja. Dürfen das auch Frauen fahren? Ja, natürlich. Genau. Also MAN ist jetzt wirklich klasse, weil wir haben auch eine bessere Verfügbarkeit wie die anderen Modelle. Aber jetzt schauen wir uns mal an, gell, was da der Jacek wieder alles gemacht hat. Gell. Ja, der Jacek, er wird in Polen gebaut, so kann man sagen. Es ist, ich sag mal, ein Unternehmen der Kabelgruppe, die mit drin ist. Der Jacek macht das komplett eigenverantwortlich mit noch jemand, dem? Mit Norbert. Ja. Mit Ist er da, der Norbert? Der Norbert war da, der ist schon wieder nach Hause gefahren, weil einer muss ja nach der Produktion gucken. So, eine große Herausforderung ist bei MAN wirklich die Form. Denn ich sag mal, der Fiat Ducato ist kastenartiger, ist ein richtiger Kastenwagen. Der hier ist aerodynamisch gestylt und sie haben bei Affinity eine ganz besondere Konstruktion gewählt auf beiden Seiten, die den Raum so massiv erweitert. Das sind die Backen, die hier drauf sind. So ist es. Also das Auto, das Basisauto ist relativ schmal und irgendwo muss ja die Breite und auch die Länge, weil das ist ja eigentlich das 6-Meter-Auto und wir haben hier von vorne, von der B-Säule bis nach hinten Verbreiterung angebracht. Das ist ein 6-Meter-Auto. Wir waren immer auf 640 bisher. Ja, wir waren immer auf 640 und wir Händler haben immer gesagt, wir brauchen ein 6-Meter-Auto. Er ist jetzt ein bisschen länger geworden durch dieses Heck. So, wir sehen hier vorne Truma Diesel. Ich habe die Heizung ausprobiert in meinem Hammer. Also die Truma Diesel macht so schnell warmes Wasser, so, ich sag mal, zuverlässig. Die Dusche, das Bad, alles funktioniert. Ja, geht sehr schnell und ich habe auch hier den Vorteil, dass ich auch mit E-Stäbe heizen kann. Das heißt, wenn ich mal Strom habe, kann ich auch mit den E-Stäben heizen. So, Auto kostet ein bisschen Geld, muss man sagen. Trotzdem werden die euch aus den Händen gerissen aufgrund dieser Manufakturqualität und der Wintertauglichkeit. Du hast kaum Kältebrücken drin und Wärmebrücken hier in dem Fahrzeug. Alles ist sehr durchdacht. Der Geschäftsführer persönlich entwickelt diese Grundrisse und fährt damit selber rum. Also das sind absolute Enthusiasten, oder? Ja, bevor das Auto auf den Markt kommt, wird es durch Jacek selber und durch Norbert getestet. So, hier unten sieht man, das ist jetzt die Garage. Jetzt kann man hier natürlich noch einen Heckträger anbringen, einen wegschlankbaren. Hast du mal nachgedacht? Ja, hier sind schon Verstärkungen drin. Das heißt, oben eine und unten eine. Und da kann man den elektrischen oder manuell Fahrradträger anbringen, wo dann anhand einem Lift nach unten kommt. Sensationell. Mach mal bitte zu, dass wir das mal sehen. Denn Affinity M heißt das Ganze. Das Heck ist immer das Highlight hier. Das war schon, ich sag mal so, beim Fiat Ducato so, der ja angekommen ist. Du erkennst beim Fiat Ducato, du stehst davor, obwohl er so riesig ist, muss man sagen, wirkt er ganz grazil, ganz schlank. Ja, also sehr dezent gemacht und hier auch komplett angesetzt
ab der letzten Säule, also hier, ab hier, ist es komplett von Affinity. Dadurch habe ich ein längeres Bett oder ein komfortables Bett mit einer Länge von 1,92. 1,92? 1,92. Auf 6 Meter? Ja. Und mit dem, das ist die weiteste Stelle, also 6 Meter ist Basis. Und hier habe ich jetzt genau 6,12 Meter. Was ich total genial finde, ist, hier vorne wäre beim Einparken nochmal das Auto. Das stört gar nicht, weil du bist ja immer über der Schnauze von den Autos dran, ja, wenn es nicht gerade ein Reisebus ist. Ja. Genau. Und ich habe hier auch, das ist auch wieder eine tolle Sache, dieses Basisfahrzeug von MAN haben wir eigentlich schon sehr gut ausgestattet. Mit Automatik, mit 180 PS, mit Einparksensoren vorne und hinten, Rückfahrkamera. Verschiedene Radiopakete. Also es ist wirklich komplett. Man sieht es jetzt hier nochmal auf der Preisauszeichnung. Das ist hier alles Standard. Und das auch dieses dritte Bett jetzt drin ist Standard. Einziges, was Option ist, ist die Dieselheizung und eine Duschtaschenmatte aus Holz. Das Fahrgestell, was ist das hier für eine Tonnage? 3,5 Tonnen. 3,5. Zuladung realistisch? Circa 400 Kilo. 400 Kilo. Was ist jetzt hier eingebaut? Kann man Luftfeder ordern hinten? Natürlich. Du kannst Luftfeder, du kannst andere Federn vorne ordern, du kannst die 18 Zoll Räder ordern, können wir alles machen, wie beim Fiat auch. Sag mal, Peter, wenn ich eine Staukassenklimaanlage haben möchte, ich will keine Dachklimaanlage, geht das? Noch nicht. Noch nicht. Also da arbeiten wir dran. Das war bei mir auch ein Riesenwunsch beim Duo. Ja. Aber wir sind dran. Wir sehen. So. Ist er lieferbar? Das Auto ist lieferbar. Gut, wir haben jetzt schon ein paar auf der Messe verkauft, aber ab April haben wir noch Kontingente frei. Also nicht sehr lange. Bauplätze. So, wir werden mal sehen. Wir zwei werden uns mal unterhalten. Wir werden eine Lösung finden, dass wir zu unserem neuen MAN kommen. Ja. Du weißt, Peter, wer gutes Marketing will, muss auch bezahlen. Das war Spaß. War ein Scherz. Ja. So, man sieht hier vorne, wie bei einem Kastenwagen, hast du Küchenblock hier vorne. Also alles, ich sag mal, relativ zugänglich. Haben wir auch einen Fliegenschutz im Moment? Der Fliegenschutz war noch nicht fertig, aber der kommt. Der kommt. Also ist jetzt praktisch der. Auch die Markise kommt. Ihr wolltet ja auch, Markise kommt, die Beleuchtung ist schon drin. Genau. Die Jungs, wenn sie was machen, es wird so zügig entwickelt. Das ist wirklich so, also nicht wie oft in Deutschland jahrelang, sondern wenn die das können, die haben ein mega Team dabei. Wir haben ja gefilmt in der Werkstatt. Ja. Das ist schon, also es geht schnell, oder? Ja, ist perfekt. Also wir haben so ein tolles Team in allen Abteilungen und eine ganz tolle Zusammenarbeit. So, hier haben wir unser Bett drin, das werden wir gleich mal der Simone zeigen. Ja, ich habe bisher schon alles begutachtet hier. Ja. Geh ruhig mal vor, du wirst gleich Bauklötze staunen, denn zeig mal bitte, wie das Bett funktioniert. Kannst du das machen, Peter? Ja. Dankeschön. Denn da ist eine ganz besondere Konstruktion. Das hier ist ein sogenannter Dreischläfer, nehme ich an, oder? Ja, das sind Dreischläfer. Dreischläfer. Man sieht, das ist eine Länge von 1,80 Meter. So, dann machen wir das mal wieder zusammen. Das war's. Krass, oder? Das war schon. Setz mal drauf, bitte. Dass wir das mal kurz sehen. Also von der Größe, es fühlt sich für 2 Personen, ist es okay, für eine Person Luxus, oder? Ja, für eine Person ist es Luxus. Dann hast du hier ganz wichtig einen Tisch, der hat einen festen Platz. Zeig mal bitte. Ja, gleich, ne? Den können wir mal schnell umbauen, ja? Ja. Kann ich hier sitzen bleiben? Ja, ja, du kannst hier sitzen bleiben. Gar kein Problem. Nett, oder? Ja. Ja, also das fällt natürlich auch direkt auf, diese Konstruktion, wenn man reinkommt, dass man einfach die beiden Sitze hier mit verwenden kann, um das Bett zu bauen, ja. Ja, und die Abdeckung kann man verwenden dann jetzt wieder für den Tisch. So, die Abdeckung wird für den Tisch jetzt. Dann wird sie wieder eingefahren. Ganz wichtig ist, beim California hatte der Tisch ja immer einen festen Platz, hier auch, dass er nicht weißt du, es gibt nichts Schlimmeres, wie der Tisch da rumfliegt irgendwo im Kofferraum, oder? Genau. Da hat er seinen Platz. Ah ja. Und dann so, zack. Super. Und du kannst ihn dann auch verstellen hier. Was wir jetzt nicht mehr sehen, wo unsere Füße sind, haben wir einen Stauraum für Schuhe unten drin noch. Für Schuhe? Ja. So, und unter dem Bett ist ja auch nochmal ein Geheimfach quasi. Wer nicht weiß, dass das Bett ein Bett ist, beziehungsweise die Sitzbank ein Bett, da kannst du halt Sachen reinmachen, die man nicht direkt sieht. Und ich sag mal, klar, wir zeigen es jetzt im Video, wie es geht, aber der Durchschnittsdieb guckt ja nicht alle meine Videos. Ja. Was krass ist das Raumgefühl in den Fahrzeugen, oder? Ja, also vom Grundriss ist es ja ähnlich wie der Affinity One. Nur, dass er jetzt halt kürzer ist mit 6,12 Meter. Gell? Und es wurde es oft gewünscht, dass wir einfach ein kleineres Auto noch bauen. Mhm. Und klar, das Bett ist jetzt hinten schmäler, das ist jetzt 1,24, sonst haben wir ja 1,29. Aber deshalb haben wir gesagt, wir machen den Dreischläfer als Standard und da kann man auch mal ausweichen.
Genau. Wie kann man das sich vorstellen? 3 Schläfer, also dass hinten 2 schlafen können und hier, genau. okay. So ist es eigentlich gedacht. Hat mein Sohn, haben wir schon probiert, der ist natürlich nach hinten zu mir gekommen, weil hinten das Polster ein gutes Stück gemütlicher ist. Also du sagst auch, nimmt einen Topper mit, weil wenn man länger übernachtet vorne, das Polster ist ein bisschen dünn, für eine junge Person geht das problemlos, aber wenn man ein bisschen älter ist, hast du Topper schon produzieren lassen, die gibt es wie Sand am Meer, die kannst du drauflegen und dann schläfst du wie... Genau. Topper haben wir immer am Lager, gerade auch für der Affinity One, fürs 3. und fürs 4. Bett, ist dann einfach nochmal bequemer. Ja, aber diese Konstruktion jetzt mit dem Sitz mit den 2 Sitzen, ist das bei euch so eine Eigenheit? Produziert nur ihr das so? Ja. Toll. So, dass das Bett von unten rauskommt, machen eigentlich nur wir. Wir zeigen gleich noch einen Affinity One. Der hat 4 Sitzplätze, 2 vorne. Und wenn du das gesehen hast, dann sagst du, ey, das ist gar nicht möglich, weil der gleiche Sitz zusammengeklappt wird zu 2 Betten. Das zeigen wir dir gleich mal im nächsten Video. Hier vorne, das ist die Kocheinheit. Sie funktioniert, muss man sagen. Das war auch, ich sag mal, in dem anderen, den ich hatte, war die Küche ja hinter dem Sitz. Ja, das war die L-Küche. Das war ein bisschen eng. Das war zu eng und bei dem Auto wäre es erst recht nicht gegangen, weil er ja 30 cm kürzer ist. Deshalb haben wir die Küche jetzt hier rüber versetzt, das Waschbecken, der Herd. Und aber was ich auch ganz toll finde, der hat jetzt 2 Schubladen unten drin. Ja, zeig mal bitte. Mit richtig Platz. Peter, dass wir das mal sehen. Wir sind gerade mit 3 Leuten in einem 6-Meter-Auto. Das Raumgefühl ist unglaublich. Was da Platz ist, gell? Ja, warte, zeig mal. Ich war gerade oben mit der Kamera. Da ist richtig Platz drin. Ja, Den Platz hatten wir vorher gar nicht. Nee, hat man vorher gar nicht. Und das gleiche unten auch nochmals. Wenn du mal gerade hier vorne Wirklich aufmachst. sehr kompakt und alles genutzt. Überall hat er so kleine Versteckchen drin. Also Jacek hat dann immer die guten Ideen. Hier haben wir den Kleider schon. Ja. Warte, ganz kurz. Ja. Da habe ich immer meine T-Shirts da reingehangen. Das geht nämlich auch. Es ist nicht sehr tief, aber man kann halt Kleider komplett von oben bis unten reinhängen. Ja, genau, also Hemden und so weiter, klar. Ein Kleid wird schwierig, aber da haben wir dann wieder andere Möglichkeiten, ein Kleid gut unterzubringen. Da können wir zum Beispiel in der Dusche oben noch eine Querstange machen oder eine Längsstange und dann kann man auch... 1, 2 Takte zum Konzept, ja. Alle Tanks, alles ist im Innenboden. Wir haben ein komplettes Doppelbodenkonzept hier und das ist unglaublich. Du kriegst keine kalten Füße im Winter. Also beim MAN ist nur teilweise der doppelte Boden, weil wir haben ja hier noch den H2, der ist ja nur 2,53 hoch. Ja, okay. Gell? Und du siehst es dann hinten, da haben wir natürlich dann einen doppelten Boden, aber da, wo wir uns jetzt bewegen, da ist jetzt nur ein Boden, aber sehr gut isoliert nach außen. Aber hier im Fußbereich, wo ich mal sitze, da ist wieder doppelt. Ja, da ist doppelt. Da, wo die Heizungsschläuche drin laufen. Okay, jetzt ist das ein Prototyp, da hast Remis, Verdunklung hast du drin, vorne später? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die von Remi ist, die liegt schon drin, die Verdunklung ist drin und an den Seitenscheiben ist auch eine Verdunklung drin. Das ist ja Standard vom Affinity, ist alles im Grundpaket drin. Holz ist heller diesmal. Ja, wir haben ein helleres Holz. Das war auch nur Wunsch von uns Händler, dass wir mal eine zweite Variante bekommen. Das Holz bekomme ich auch im Duo und im One. So, und hier haben wir den Kühlschrank. Komm mal hier rein, Simone. Du kannst dich richtig bewegen. Das ist normalerweise bei einem, ich sag mal, Kastenwagen hast du immer viel Gedränge. Wir sind auf 6 Meter Länge, Peter. Ja, 6 Meter? 6 Meter und dann hat er auf den beiden Seiten kannst du öffnen. Wenn die 70 Liter jetzt zu wenig sind, dann können wir auch das Gefrierfach rausmachen. Ja? Warum haben eure Kunden jetzt gesagt, wir wollen ein kurzes Fahrzeug? Was sind so eure Kunden oder was haben die mit dem Fahrzeug vor? Weil halt so mit dem Kastenwagen doch sehr viel Städtetouren gemacht werden. Ah, ja. Und die wollen viel freistehen, die wollen nicht so auffallen, kein so großes Auto. Ja. Und deshalb ist so 6 Meter so eine magische Grenze. Okay. Ja, interessant. Ja, richtig toll. Also ich habe es ja lange benutzt, habe es immer auf Touren gemacht. Ja, ich wusste, der MAN kommt. Nee, MAN haben sie nicht gesagt. Da haben wir ein Riesengeheimnis draus gemacht. Hast du es schon früh gewusst? Ja, aber sie haben schon ein Geheimnis draus gemacht, klar. Also ich habe es erst, ich glaube 5 Tage vor der Messe habe ich es erfahren. Wenn du mal gerade das Bad, das ist ein Highlight. Ja. Denn du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? 1,78. Es ist ein richtig benutzbares, großes Bad. Und geh ruhig mal rein, bitte. Ja. Das Lattenrost unbedingt mitbestellen. Das ist Pflicht. Man kann richtig drin duschen. Das ist Vorrat am Wasser. Was hat's? So, da haben wir jetzt quasi noch ein kleines Schränkchen für Rasierer, Duschsachen und so weiter. Dann habe ich hier noch eine Steckdose drin. Dann beim Affinity One auch ganz normal hier zum Runterklappen, das Waschbecken.
das übrigens in der Praxis richtig funktioniert. Also mit großen Wasserhahn, ja. Und man kann auch wirklich hinten gut reinigen. Das war anfangs mal ein Kritikpunkt, aber das haben sie richtig gut gelöst, dass man das auch gut reinigen kann. Und dann halt die Dometic-Toilette, ganz normal hier zum Bedienen. Hier kommt noch eine Heizung raus. Und wir im anderen Auto drüber haben wir so Verhüterli, dass wenn ich jetzt zum Beispiel dusche, setze ich mich einfach auf die Toilette drauf, dusche mich ab, dann muss ich nur hier abtrocknen und die Toilette bleibt trocken. Die Dometic-Toilette hat ein extrem großes Volumen, das ist mir aufgefallen. Sie hält viel länger als die anderen. Ist das hier auch so? Weil im One war es so. Ja, 19 Liter. 19 Liter. Ja. Also wer sich auskennt, das sind die entscheidenden, glaube ich, 8 Liter mehr. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, die wird gar nicht mehr leer, voll. Ja. Ist wirklich so, oder? Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Wir arbeiten trotzdem noch, also der Freund und Kollege aus der Schweiz, der Roland, baut relativ viel die Biotoil ein. Ja. Und das haben wir jetzt auch einen Wunsch an Jacek gegeben. Es kommt immer mehr die Biotoil oder überhaupt eine Trenntoilette, wo man dann sagen kann, ja, ich brauche da gar kein Wasser, es wird alles mit so Häckselwerk hinten gemacht. Aber da sind wir dran. Super. So, was ich so faszinierend finde, ist, dass wirklich alles hier drin ist. Bad, Küche. 3 Leute können hier schlafen in so einem kleinen Raum eigentlich. Auf 6 Meter jetzt. Ja, und vorher waren es 6,40 Meter und das war schon kurz. Ja. Und dann... Du wirst meistens die Modelle kennen, wo du jetzt sitzt, das Bad ist. Ja. Und dann ist ja immer die Engstelle. Ja. Und hier ist das Bad an der Seite. Das Bett ist zwar etwas schmäler, aber vom Grundriss alles da, ne? ist alles da. Ja. Genau. Ja, dann kann es mal zeigen. Geh ruhig mal drauf, bitte. Hier ist ein Messebezug drauf. Kann nichts passieren. Wird sowieso entsorgt, glaube ich, danach. Oder auch nicht gewaschen. Geh ruhig mal mit den Füßen mal ganz drauf. Das müssen wir sehen von der Länge. Länge 1,95? 1,92. 1,92 hat das Bett. Und 1,24. So, und wenn du jetzt mehr Platz haben möchtest, ja, dann kannst du ja in die andere Richtung schlafen, weil das Bett ist tatsächlich hier zur Küche breiter. Wie hast du das jetzt wieder erkannt? Ich habe einfach mal geguckt. Ja, das haben wir Jacek und ich auch gesagt. Wenn man jetzt zu zweit drin schläft, ist es fast besser. Du machst hier die Köpfe hin. Wir arbeiten hinten noch an der Ecke, dass die Ecke kleiner wird. Das ist im Moment noch konstruktionsbedingt. Prototyp, ja, ne? Durch ein Prototyp, ja. Dass die Ecke kleiner wird, dass man dann auch mit dem Kopf rüber schlafen kann. Was ich jetzt toll finde, dass wir hinten mal ein Fenster drin haben. Das war vorher nicht so. Und da war die Tür. Die Tür hatte einen Vorhang. Und dafür, ganz ehrlich, das Konzept vom One, dass du ein Motorrad reinkriegst, ist schon geil. Ja, natürlich. Das ist ein anderes Auto, habt ihr ja immer noch. Ja, natürlich. Ja. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich mit 2 1,90 Personen, das ist nicht ein Auto dafür, oder? Ja, 1,90 geht ja schon noch gerade. Aber das geht vorne nicht. Ja, geht genau. Vorne nicht. Da gehen wir dann ganz einfach auf der Affinity One, weil da habe ich das Bett unten 1,92, hinten 1,92. Ah ja, okay, dann ist doch wieder machbar. Ja. Hier drunter, was ist hier? Ja, das gucken wir alles noch an. Gell? Also, wie gesagt, der checkt überall. Ach, das ist durchladbar? Das ist durchladbar. Könntest theoretisch mal das Surfbrett durchladen, gell? Oder der Mast zumindest. Dann haben wir hier nochmal was. Ich sehe es jetzt gerade gar nicht, das ist die Heizung, oder? Das ist ist Warmwasser, ist da drin. Warm und kalt. Ah ja, das ist die Ablaufhähne, also alles gut zugänglich. Machen wir mal dazu. Dann haben wir da oben Schublade. Oh ja. ein kleines Geheimfach. Naja, ist zumindest mal ein Griff dran. Ja. Dann müssen wir ja dann ein Schloss einbauen noch. Das heißt, hier was, guck. Er hat alles genutzt, oder? Ja, ja, jeden Millimeter, guck mal da. Dann haben wir hier, da ist die Batterie drin. Lithium? Die Lithium, ja, ist Standard, die 120er. Wir können aber bis zu 200er hier einbauen. Wasservolumen, wie viel ist drin? 100 Liter. 100 Liter? 100 Abwasser? 100 Abwasser. 100. 100. Krass. Auf 6 Meter. Die meisten haben ja so, weiß ja selber, so 60, 80, 40. Das ist übrigens sehr interessant. Wer sich da die Augen drauf ausspießt, da ist ein Vakuumset mit dabei. Die kannst du hinmachen, wo du willst. Genau. Mit dem Vakuumset machst du es weg. Wenn du es weiter oben haben möchtest oder an der Seite dran, kannst du selber wählen. Mach mal gerade den Duschvorhang, also die Duschtür mal zu, dass man das mal sieht, weil das ist so genial. Wenn du mal reingehst und mal zumachst, das ist wirklich nutzbar, die Dusche. Und zwar so nutzbar, dass du diese Tür offen stehen lassen kannst. Das habe ich schon gemacht. Machst dir einfach zu, damit es nicht irgendwie rausregnet. Und dann kannst du nämlich alles offen lassen. Ich habe es benutzt über 4 Monate oder 5 Monate. Muss sagen, es ist eins der besten Konzepte der Welt gewesen. Ich sage ja, ich mache das dann so, ich sitze dann, ist einfach bequemer und habe wirklich Platz. Deshalb haben sie auch hier
auch verbreitert auf der Seite. Weil normal würde es jetzt hier gerade runtergehen und hier haben wir die Aussparung nochmals, dass ihr einfach mehr Platz habt. Okay, klasse. Guck mal, da hat einer Wasser angemacht. So, Ja, aber das kann der ab. Das ist kein das Problem. läuft da unten raus, genau. So, wir sind wirklich begeistert. Die Matratze gucken wir uns mal kurz an. Wenn du gerade mal aufstehst, bitte. Hier vorne ist die Ablage nochmal drauf. Hier passt übrigens eine kleine Mikrowelle drauf, habe ich gemacht. Die habe ich mitgenommen. Ja, ich habe so eine Anti-Rutschmatte genommen, habe die da drauf gesetzt während der Fahrt. Das Auto ist mit der Luftfederung war das sehr smooth. Mal hochheben, bitte. Ja. Gucken. Ja, ist ein Lattenrost drunter. Und ich denke mal, ein Faltrad, ja, also auch ein Falt-E-Bike. Eins passt zumindest auch in den Gepäck rein, oder? Ja, auf alle Fälle. Cool. Also es gibt ja so viel verschiedene, aber ich hoffe, dass wir finden auch eins, wo zwei reinpassen. Ansonsten machen wir halt außen den Lift drauf. Gut. Du kannst auch eine Rahmenverlängerung unten dran machen, falls jemand einen Roller hat oder so, das würde gehen, oder? Ja klar. Okay. So, du bist Veredler, muss man sagen. Also wenn einer sagt, er hätte keine Luftfederung, hätte keine Auflastung, Ablastung, da bist du richtig gut, weil du kommst aus dem Kfz-Gewerbe, gell? Genau. Ja. Ich habe lange bei Irmscher gearbeitet. Irmscher hat ja immer die Sondermodelle für Opel gemacht. Und da kenne ich mich richtig gut aus. Peter Fischer, Nothelfer. Komm, lass uns mal rausgehen. Er ist ein wirklich leidenschaftlicher Wohnmobilhändler / Autohändler. Du hast noch eine Automarke, die heißt wie? Hyundai? Hyundai, die ja auch klasse ist, muss man sagen. Also Hyundai, ich glaube 5 Jahre Garantie auf alles. Ja, genau. Ich bin jetzt sehr zufrieden. Beim Elektroauto sogar 8 Jahre Garantie. Ja, ich habe jetzt einen EV6 bestellt, deswegen ja, kommt jetzt. Und ich sag mal so, die Schwesterfirmen Hyundai, Kia und so weiter, was die auf die Beine gestellt haben, ist der Hammer, oder? Ist echt der Hammer. Wir waren jetzt 90 Jahre Opel-Händler und da geht ja gar nichts mehr, aber Hyundai, perfekt. Naja, die haben jetzt den Fiat Ducato, den Opel. Genau. Ja, so ist es. Ja. Aber ich sag mal, ich kann da nichts drüber sagen, weil es gibt immer Leute, die sagen, hey, Opel finde ich klasse, du findest Kia klasse und so weiter und so fort. Die Welt verändert sich und wenn ihr einen kaufen wollt, ja, fahrt nach Rottweil. Das liegt. Unterbrechung. Ja. Man sieht jetzt schon wieder, wie die Leute hier begeistert sind von dem Fahrzeug. Ich musste auch schon die ganze Zeit sperren vorhin, als ihr außen rumgegangen seid. Ja, das hatte auch eben der, ich sag mal, Chef, der, ich sag mal so, der hat gesagt, der Jacek, jetzt vielleicht so schlecht sonntags, die Leute wollen gucken und so weiter und so fort, aber es hilft nichts, wir müssen es filmen, oder? So ist es, genau. Ja, euch beiden, dass ich dich unterbrochen hatte. Wir machen das gleich mal. Ja, du baust gleich mal am besten zurück, weil das ist ja wirklich das Highlight, das Bett. Ja, vielen Dank. Peter, Fahrt nach Rottweil. Deine Firma heißt wie? Caravan Live. Caravan Live, ja. Danke. Vielen Dank fürs Einschalten. Warte mal, ich filme es ab. So, tschüss. Danke.